Hey Leute, wir sind Tim und Jessie und für uns ging es im Juni für 2 Wochen auf die Philippinen. Wir haben uns für Coron, El Nido und Siargao entschieden und warum, seht ihr jetzt. In diesem Video geht es jetzt um Coron und El Nido in unserer ersten Woche. Wir sind angekommen von Singapur über Cebu bis nach Coron und dort hatten wir unsere erste Unterkunft, die, wie wir sind, auch nicht direkt in Coron war, sondern etwa eine Stunde außerhalb, mitten in Busuanga Island, irgendwo im Nirgendwo. Also hieß es für uns erstmal Roller ausleihen. Baby, das ist ja so geil, das macht so Spaß, dieses Roller-Cruisen. Und dann über die eigentlich einzige Straße von dieser Insel Richtung Nordwesten raus, bis wir dann irgendwann an dieser wirklich versteckten Unterkunft ankamen. Sanctuary Tree Houses hieß es dort. Muss das sein, oder? Ja, Swimmingpool, Kajak. Let's Fetz. Oh oh. Ich glaube, das ist es. Tatsache. Ja. Natürlich war auch ein Pool dabei, kleiner Außenbereich, also alles, was man gebraucht hat. Wir haben uns echt wohl gefühlt. Ja, so viel zur Unterkunft. Wir waren nur 2 Tage auf Coron. Das heißt, am nächsten Morgen ging es für uns eigentlich schon sehr früh wieder los, denn wir hatten über Get Your Guide eine Tour gebucht, auf die es rausging auf 3 kleine Inseln außerhalb von Coron, zwischen Coron und El Nido. Was soll ich sagen? Es war wirklich, wirklich schön. Überzeugt euch einfach selbst. Für uns ging es dann entsprechend am nächsten Morgen auch wieder früh raus, um dann die normale Fähre, also da fahren auch große Ein-Personen-Fähren von Coron nach El Nido. Das sind aber auch nur so 2, 3 am Tag. Deswegen waren wir auch froh, dass wir durch den schnellen Tuk-Tuk-Fahrer gerade noch so unsere Fähre bekommen haben. Ja, was dann zwar auch so ein Erlebnis für sich war, diese Fährenüberfahrt, aber gut. Also ich sag mal, für Leute, die schnell seekrank werden, ist es vielleicht je nach Wellengang, kann es problematisch werden. Ja. Aber auf jeden Fall, was ihr nicht tun solltet, ist auf dieser Fähre ein Sandwich zu essen, weil das war mein Fehler, den ich auch noch 24 Stunden später bereut habe. Auf El Nido haben wir gar nicht so viel unternommen. Wir waren in einer schönen Unterkunft, Maligaya Beach Bungalows hieß es. Es war wirklich direkt am Strand gelegen, vor allem die Segelboote, also wirklich schöne Bucht. Aber wie gesagt, wir haben nicht viel unternommen, wir haben uns eher die ersten 24 Stunden ein bisschen auskuriert und wieder ins Leben gefunden. Dann waren wir eben dort eine Nacht in diesen Beach-Bungalows und sind dann auch direkt wieder umgezogen für die zweite Nacht. Da das Ganze sehr spontan war, war noch eine Nacht verfügbar, aber es ging eigentlich nur ein paar 100 Meter weiter bis in den Hang hoch in das Glamping at Karuna hieß das. Auch die Unterkunft unten nochmal verlinkt. Wirklich, wirklich zu empfehlen. Es ist, was soll man sagen, es war ein absoluter Traum. Super Service, wurde dann abgeholt. Die Unterkunft, wirklich schön, wirklich gepflegt. Es gab ein tolles Angebot. Also für den Preis wirklich absolut top.
Da haben wir uns auch wieder einen Roller genommen, denn wir wollten noch ein bisschen die Insel Richtung Süden erkunden. El Nido liegt ja ganz oben im Norden. Also hier ist es für uns noch mal eine gute halbe Stunde etwa in den Süden runter und haben dort eigentlich auch schon eine wirklich schöne abgelegene Bucht gefunden, wo wir dann auch noch den Tag schön ausklingen lassen konnten. Und als nächstes ging es dann rüber nach Darokotan Island. Genau, ja. Wir sind dann noch weiter Richtung Norden gefahren, Darokotan Island. Super kleine, remote Insel. Wurden dann auch von der Unterkunft organisiert, ein kleines, viel zu lautes Boot rüber verfrachtet. Die Unterkunft dort, das war dann Drift Darokotan Island hieß sie, aber ist eh nur quasi eine richtig schöne Unterkunft dort zu finden, also verpasst man nicht. Super schön, super zu empfehlen, wie schon gesagt, komplett remote, so viele Palmen, türkisblaues Wasser, kleine Kubos auch wieder eben in die Palmen integriert, wahnsinnig schön. Ja, kein WLAN, keine Autos, kein Roller, also wirklich geil. Groß war die Insel nicht und wir sagten uns, komm, lass uns mal rüber auf die andere Seite flitzen. Also sind wir losgezogen, an einem echt coolen Basketballplatz vorbei, so an der Palme geschraubt und sind dann eigentlich die ganze Küste abgelaufen, kamen in einem kleinen Dorf vorbei, ein paar Häusern, noch mehr Palmen, wirklich wunderschöne einzelne Strände. So haben wir eigentlich alles explored bis am Ende der Sandstrände. Da wurde es ein bisschen felsig, aber wir wollten durchziehen und sind dann über die Felsen auf der anderen Inselseite wieder, oder auf unserer Inselseite, wieder Richtung Unterkunft zurück. Aber das wurde uns dann irgendwann zu scharfkantig, also sind wir ins Wasser gesprungen und den Rest noch fertig geschwommen. Also einmal komplett um die Insel, kann man sagen. Genau. Und auch zum Schnorcheln ist es dort echt schön. Dort ist auch ein Wrack versteckt. Darüber ist auch so ein kleines Wasserhäuschen. Daran kann man sich orientieren, eben wo sich das Wrack befindet. Waren wir auch schnorcheln, super schön. Absolutes, also von unserer Seite wirklich ein Must, wenn es für euch nach El Nido gehen sollte. Checkt diese Insel auf jeden Fall aus. Definitiv ein Highlight dort unten. Und ja, so schnell ging dann eigentlich auch 2 Tage dort rum. Abenteuerlich war es, Spaß hat es gemacht, aber um 3 Uhr morgens wurden wir dann schon abgeholt von unserem Transferbötchen, denn früh morgens gegen 6 Uhr ging es dann schon mit dem einzigen Flug wieder von El Nido jetzt zurück nach Cebu und weiter nach Siargao. Und ja, was auf Siargao passiert ist, wie es dort weitergeht, das werdet ihr in dem nächsten Video erfahren. Aber schon mal vorneweg, Siargao ist ganz anders und hat noch so viel mehr zu bieten. Also das wollt ihr nicht verpassen, deswegen subscribt jetzt und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann!